Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Diesmal möchte ich euch einen CO-Tester vorstellen, und zwar mache ich das deshalb, weil ich immer Probleme hatte, wenn ich einen neuen Motor oder den Motor verstellt hatte, dass ich dann CO überprüfen wollte, und mit den Werkstätten war das immer echt schwierig hier in der Gegend. Die hatten immer keine Termine frei, keine Zeit oder keine Ahnung, und das war mir immer ein bisschen zu nervig mit den alten Autos. Daher wollte ich mir eigentlich den Ganson CO-Tester kaufen. Hab da ewig gelesen drüber und hin und her und kenne auch über 5 Ecken jemand, der einen hat, und der sagte, ja, das funktioniert ganz gut, man muss eben nur Geduld haben. Und da war ich schon kurz davor, den zu kaufen, und habe dann durch Zufall diesen hier entdeckt. Das ist der CO-Tester WT202. Da gibt's auch noch einen mit einem Buchstaben hinter, der noch ein bisschen schneller ist als der. Ich habe mich für den entschieden, weil die Ansprechzeit einfach ist. Der hat eine eingebaute Pumpe, was der Ganson nicht hat. Und dadurch ist die Ansprechzeit bei dem so ungefähr 4 Sekunden, wenn man verstellt, dann passiert da auch was. Beim Ganson muss man eben ewig warten, weil der keine eingebaute Pumpe hat. Das dauert, bis da die Messwerte stimmen und sich das eingeregelt hat. Und dazu hatte ich eigentlich keine Lust. Nun muss man zugeben, der kostet zwar fast das Doppelte von dem, aber für ein Hobbygerät ist es eben wirklich ein super Teil. Also der ist kommt sehr nah an Profigerät ran. Die zweite Kaufentscheidung dafür war auch noch, dass es dafür also einen deutschen Service gibt. Ersatzteile gibt's, man kann den warten lassen, man kann den eichen lassen nochmal, also man kann die Sensoren tauschen lassen, und ist wirklich ein super Gerät, muss ich sagen. Ich zeige euch das gleich mal in der Praxis, wie das funktioniert, und vorher zeige ich euch erstmal, was da alles bei ist. So, zu dem Gerät. Also mitgeliefert wird das Gerät. Ein wirklich langer Messschlauch, eine richtig lange Anschlussleitung für 12 Volt, Ersatzfilter für das Gerät und eine Bedienungsanleitung in Deutsch. Zu dem Gerät. Man kann auch optional ein Netzteil dazu nehmen. Hier hinten ist der Wasserabscheider dran. Dann haben wir hier den Eingang, wo der Messschlauch angeschlossen wird. Dann haben wir hier, da ist also Filterwatte. Hier ist Filterpapier. Da sind noch 5 Ersatzpapierdinger bei. Das Display und der Anschalter. Hier der Knopf zum Kalibrieren für die Nullstellung. Bei der Anleitung, da ist es folgendermaßen, da wird erst erklärt, was ist am Gerät. Dann, wie das Gerät benutzt wird. Und auf der Rückseite haben wir dann noch die Service und Wartung. Da ist nochmal erklärt, wie man die Watte wechselt, wie man das Filterpapier wechselt, und dann auch noch in welchem Intervall, also hier 80 Betriebsstunden, sollte eigentlich das Gerät einmal revidiert werden, dass es wieder einwandfrei funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch gleich mal beginnen mit der Messung. So, das Gerät einschalten. Dann fängt es an zu starten und hat eine Aufwärmphase von unter einer Minute. Also das fängt jetzt an, gleich runter zu zählen, und dann kann man starten. So, das zählt jetzt runter, und dann ist jetzt auch schon die Pumpe an. Und wenn der runtergezählt hat, dann ist das Gerät aufgewärmt, und dann kann man den Nullabgleich machen, und dann kann es losgehen mit dem Messen. Zum Messen werden wir jetzt gleich mal zum Sven vom Altblechwerk fahren und das mal an einem Profigerät austesten, wie genau das denn misst. So, jetzt ist er bei 0 angekommen, zeigt schon 00 an. Ansonsten könnte man jetzt hier den Kalibrierungsknopf drücken, und dann könnte es auch schon losgehen. So, und wir starten jetzt gleich mal mit der Testmessung. So, dass das Gerät jetzt wirklich genau misst, das haben wir ja eben gesehen bei der Gegenüberstellung mit dem Profigerät im Altblechwerk. Vielen Dank nochmal an Sven vom Altblechwerk, dass der es möglich gemacht hat.
Ob man so ein Gerät braucht oder nicht, das ist natürlich sowieso jedem selbst überlassen, und ob man jetzt das Geld für dieses Gerät ausgibt oder ob man sagt, man kauft sich ein billiges Ganson als Hobbygerät. Das muss jeder selber wissen, was er für Ansprüche hat an die Messung. Ich bin mit dem Gerät wirklich sehr zufrieden, bekomme keine Provision vom Hersteller. Ich habe es wirklich nur vorgestellt, weil ich die Alternative eben wirklich sehr interessant finde. Und falls es für euch informativ war, lasst ein Like da. Hoffe, ansonsten hattet ihr auch Spaß beim Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.